So, hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch die Unterschiede zwischen diesen beiden Versionen erklären. Und zwar ist das hier einmal die Version aus Großbritannien, also die UK-Version. Und das ist einmal der amerikanische Druck, die US-Version. Ich werde das so abkürzen, UK, US, sodass man nicht so viel sprechen muss. Also, es gibt schon bei dem ersten Blick zwei relativ große Merkmale, und zwar ist es die Bindung. Die UK-Version ist genäht, die US-Version ist geklebt. Und ich habe mir sagen lassen, dass die genähte Version, die dann auch noch geklebt wurde, sehr viel stabiler ist als die nur geklebte Version, da die eben mit der Zeit sehr schnell auseinanderfällt. Dann weiß ich nicht, ob man das hier in dem Video so gut sieht, aber man sieht hier zwischen den Seiten einen Farbunterschied. Ich konnte es auch wirklich nur am Fenster sehr gut sehen, weil hier in diesem künstlichen Licht ist es ja eigentlich wirklich schwer zu zeigen. Ich gucke mal, ob ich hier ja, ich denke, man sieht es so ein bisschen, und zwar ist die UK-Version ein bisschen weißer, die US-Version hat ein bisschen mehr einen Elfenbeinstich. Und das ist mir wirklich beim ersten Hinschauen nicht direkt aufgefallen, aber wenn man bei Tageslicht auf die Bücher schaut, sieht man das eigentlich schon ziemlich gut, dass die UK-Version ein bisschen mehr zum Weißen hin neigt. Also es ist kein rein weißes Papier, und die US-Version schon so ein bisschen Off-White oder Elfenbeinton hat. Und das sind schon mal die ersten beiden Unterschiede, und dann ist mir auch was an der Größe aufgefallen. Die US-Version ist ein bisschen größer als die UK-Version, und das ist mir nur aufgefallen, weil ich schon bei Words of Flower ist das, glaube ich, auch, haben ein paar gesagt, dass die Print-Versionen ein bisschen anders sind, aber es ist nicht der Print, sondern es ist der Schnitt. Und zwar sieht man, dass hier zum Beispiel mehr abgeschnitten ist von dem Bild und hier mehr zu sehen ist, also weniger abgeschnitten. Das sind so die feinen Details. Ansonsten haben diesmal beide Bücher aufklappbare Cover, und das war bei Birds of Flower nicht so. Da hatte ein Band ein aufklappbares Cover und das andere Band hatte ein abnehmbares Cover, was man ein Dust Jacket nennt. Also etwas, was sich abnehmen lässt, damit man es beim Malen nicht dreckig macht, beziehungsweise man lässt es drauf, um das Buch beim Malen zu schützen, je nachdem, wie man es sieht. Und beide haben wirklich identische faltbare Cover, außer dass man hier vielleicht sieht, dass der Farbunterschied zwischen der UK- und der US-Version auch bei dem Cover existiert. Natürlich sieht man hier auch auf der ersten Seite, welchen Verlag man hier hat. Penguin Books ist der US-Verlag und Avery Press ist der UK-Verlag. Und ansonsten muss ich sagen, ist mir soweit nichts aufgefallen. Hier bei der Einleitung sind minimal anders gedruckt. Die UK-Version hat ein bisschen dicker gedruckten Text, die US-Version ein bisschen dünner gedruckten Text. Und schon zu Anfang sieht man natürlich, dass beide Versionen ein bisschen anders gestaltet sind, um die auseinanderzuhalten. Beide haben hier diesen holographischen Effekt mit der lila Folie. Das ist hier bei der US-Version auch zu sehen, wobei eben hier bei der UK-Version das gleiche auch in dem Schriftzug ist, und das ist hier eben
nicht vorhanden. Dafür ist aber der Kreis lila. Also ich finde, beide Versionen sind sehr schön gestaltet, aber dennoch sieht man auf einen Blick eben, dass es unterschiedliche Druckversionen sind. So, ich habe auch einen kleinen Farbtest gemacht. Wie kann man das denn hinlegen, dass ihr das beides seht? So, so. Und zwar habe ich einmal wachsbasierte Stifte ausprobiert. In dem Fall habe ich die Luminance genommen und einmal ölbasierte Stifte, einfach um zu testen, ob es da Unterschiede gibt. Bei Worlds of Flowers, also das Band davor, habe ich ja schon Unterschiede gemerkt. Und ob ich jetzt hier Unterschiede gemerkt habe, werdet ihr dann gleich hören. Ich werde einen Clip abspielen, wo ihr auch ein bisschen reinschauen könnt, wie ich gemalt habe und nebenbei die feinen Details erklären. Wie schon vorher erwähnt, habe ich hier die Luminance als meine wachsbasierten Stifte genommen und ich muss sagen, dass ich mit der US-Version angefangen habe. Die US-Version befindet sich auf der linken Seite, die ihr gerade seht, die UK-Version auf der rechten Seite. Und ich war positiv überrascht, weil das Auftragen eigentlich ganz gut vonstatten ging. Ich konnte mehrere Schichten auftragen, ich konnte die gleichen Stellen öfter überarbeiten und war eigentlich so bei der ersten Hälfte ganz zufrieden, bis ich dann versucht habe, mein Lila viel intensiver und dunkler zu bekommen. Und ich finde, hier sieht man die Vergleiche zwischen der US- und der UK-Version. Dass in der UK-Version, also rechts, mein Lila schon viel kräftiger aussieht als in der US-Version links. Als ich dann rüber gewechselt bin zu den Polychromos, also meinen ölbasierten Stiften, die ihr hier in der US-Version seht, muss ich sagen, dass ich zwischen den beiden Versionen keinen großen Unterschied gemerkt habe. Ich habe hier jetzt auch nur eine Aufnahme gezeigt, weil ich finde, dass beides eigentlich relativ gleich war. Es hat sich beides gleich angefühlt. Ich konnte gleich gut blenden und ich hatte keinerlei Probleme mit dem Farbauftrag. Also sowohl Wachs- als auch ölbasierte Stifte haben in beiden Versionen sehr gut gearbeitet, wobei ich die UK-Version ein bisschen mehr bevorzugt habe für meine wachsbasierten Stifte, weil es für mich einfacher war, die Farben strahlend und wirklich kräftig aufzutragen, wie ich es mag, ohne viel Zeit in viele Schichten zu investieren. Ich arbeite schnell, ich arbeite so schnell wie ich kann, weil ich nicht viel Zeit habe. Ja, das war mein kurzer Vergleich. Ich hoffe, ich konnte euch bei eurer Entscheidung zwischen der UK- und der US-Version helfen. Und ihr habt heute noch die Chance, an meiner Verlosung teilzunehmen. Alles weitere dazu in dem vorherigen Video zu dem Buch World of Wonders, wo ich das Buch vorgestellt habe. Und dort nenne ich auch alle Angaben, die ihr machen müsst, um eben an der Verlosung zu dem Buch teilzunehmen. Dann vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.